Shalom Aleichem allen, Bruchim Aboim, zu die 70. ersten Yiddish Open Mic Cafe. Wir sollen wir sind sehr zufrieden, euch allen zu sehen. Hängt mit einem typisch-vatischen Thema. Nu, lassen wir anheben mit unserer Tzedaka. Wir rekommendiert Heint mit unserem Thema, als wir soll unterstützen die Arava-Institut. In dem sehr mitberdicken Mittelmizrach ist eine Ressource teurer wie Wasser. Das ist der Zutreu. 26 Jahre hat der Arava-Institut für Svivelimudim der Mond als die Mitarbeit zu leben Svivenionen, was haben Haspor auf alle Leid von der Gegend, ist Taka ein wirtschaftlicher Steg, der zu bauen Zusammenarbeit zwischen Kehilles, was haben sich solche gewähnt, lang. Sind 1996 hat Arava zu neu gebracht und 1800 Studenten von Palästina, Jordan, Israel und noch weitere Medinas. Arava datiert die Minhagim von der Zukunft, welche wollen kennen sich abrufen auf den Zwiebelvermesten von dem Mittelmizrach mit mechadischstücke bescheiden, was bauen auf Scholem und bewohnen an aushaltende Kubendigkeit für den Rayon. Durch Projekten auf dem Ort, avantgardische Forschung und ein akademisches Programm mit Akkreditieren bei Universitäten, arbeitet Arava aufzubeschützen, ein brechdicker und beschützungsdickes Fieber, abzuschaffen die Stiere wegen knapper Naturäußeres und zu denen wir Muster, wir so zu schließen Scholem in weiter Stochiem von Sichsuch. Därför rekommendieren mir, als wir soll medadev sein zu die Arava-Institut. Der Adress für den Dovim und für noch mehr Medias ist in dem Schmurskästen. Undermining its inner. Nu, seid ihr euch gut und bleiben, danke Barry, Baruch Avram, seid ihr euch gut und bleiben verstanden, please be nice and mute yourselves when you're not speaking. Nu, jahrelang habe ich bekommen Blitzbrief von dem Arbeiterring in Namen von Baruch Blum, was arbeitet dort mit Kolien. Mit der Chodesh zurück bin ich geworden ein Anteilnehmer in Baruch's Group und habe gemeint, dass ist der passigsten Choshever Gast für unsere heutige Thema. For many years, I received many emails from the Arbiter Ring, the worker circle, with the name of Baruch Blum on them, and he works there with Kolya. And about a month ago, I began to take part in his group, and then thought because of this that he was the best important guest for our theme for today. Baruch Moshe Blum wohnt in Brooklyn, New York und arbeitet beim Arbeiterring, wie ich habe gesagt, wo in Zugang mit seiner administrative Achroyes lernt ein paar Jiddisch-Klassen und führt an mit der Schmurzgruppe Green Yiddish. Hat angeheben sich lernen und reden Jiddisch mit über 15 Jahren zurück, dank seinem Bruder Jankel Peretz. Baruch vernimmt sich euch mit Zwiebelaktivismus und beteiligt sich in ein paar Klimatgruppen, also wie Climate Defiance und Planet Over Profit.
So Baruch Bloom lives in Brooklyn, where he is the Yiddish administrator and coordinator at the Workers' Circle. He also teaches several Yiddish classes and runs the conversation group Green Yiddish. He began to study and speak Yiddish over 15 years ago, thanks to his brother Yankel Peretz, who is with us in the audience. Baruch is also involved in climate activism and participates in a couple of climate groups, such as Climate Defiance and Planet Over Profit. Baruch, hartelijk welkom, du hast das Wort. Der großen schönen Dank, Bela. Ja, nu, ich bin nicht so, thank you very much. Ich bin nicht so zugewohnt zu sein als ein spezieller Gast. I'm not so used to being a special guest. Only a cotton, little old me. I don't know. Was, ja, aber, ja, und Avada fühlt sich gut zu sein, special, feels good, aber dem Emmex gesagt in dem Prat, for this, will ich nicht sein so special. I don't want to be special here. Ich will, es soll sein noch mehr Yiddishisten, Klimataktivisten. I want there to be many more Yiddishist climate activists. So at the beginning, I just want to offer Farbeit Naich to Kahila. I'm trying to do some things to mix the two. And I'll put in a lot of Shell Nasach links in chat. I'll put in a lot of links and I'll declare in a bit was kommt vor. So I koidem call. So I have do a Green Yiddish WhatsApp group. Green Yiddish WhatsApp group. You have a link to there. And I present in New York. If you're in New York, Green Yiddish New York WhatsApp group. I don't have, so da is Green Yiddish Treffungen of Zoom. And that's every semester mit den Arbeitering. This is Zist, beginnen, free. So we get together und wir führen Schmusen auf Yiddish, wegen Klimat, and Azoina and Yanim. So we talk about climate and other issues like that, but that look at the classes when registration opens. Yeah, WhatsApp group is, okay, we can go. Oh, and there's one WhatsApp group is not there. Yeah, Tehillim group. Which if you was commentan, Zuk men Tehillim, so do euch auf WhatsApp, Tehillim Gruppe. Man kann gehen weiter. Good, yeah, das is Winter in Yiddishland with the Workers' Circle. Winter in Yiddishland kommt vor dem 2. February, so February 2nd, Winter in Yiddishland, and I'll be talking about in the evening program for free, just my own journey in trying to mix Yiddish and Klimat. So invite you all to that. The link is I sent in chat. On weiter. On dem 9. Februar hat der Arbeitering Tubishvat Programm du beschrieben. Und so wird sein, I wegen der Schönheit von der Natur und I wegen unserer Krise. Gut, ist aber genug Advertisements. Lass mir nehmen sich zu, ich habe was vorzulehnen, so I'll now go. And I just want to say also, I know a lot is going on. It's in Denias, so I understand if people are distracted. But yeah, there is a book von Amitav Ghosh, The Great Derangement. So das ist, ich rekommendiere das stark. Es ist geschrieben geworden mit 10 Jahren zurück, so it was written like 10 years ago. And in this book is du an Aroisruf for the literature, a challenge to literature to confront the climate crisis. Because, yeah, I'll read a couple paragraphs from here that I translated from his book. And
since it was written, there have been a couple of books that in novel, and also before them, but there are novels now, like one that I read, The Deluge by Stephen Markley, and one that I'm going to read. I just got The Ministry for the Future, Kim Stanley Robinson. That Naya genre, Cli-fi, Cliffy, Klimat, Fiktia. Und, aber das ist auf Englisch. So far there's been works on English, aber auf Yiddish, as far as I know, there isn't a climate fiction novel at this point. So I'm going to read a couple paragraphs translated from my to Gauche and a couple that I tried. I'm going to try taking on, doing a novel in Yiddish that confronts the climate crisis in some way. And I started with a couple paragraphs, and I'll read those afterwards. And no, that I should write a novel, ich weiß nicht, jiddische Literatur, aber wie man sagt, bei Makom she'ein ish is a herring euch a fish. When no one's doing something, you don't have to be that great to put yourself forward. So on that note, I'll start with reading a couple paragraphs that I translated from The Great Derangement, the Groisse Shiguten Efscher, on then a couple paragraphs beginning what I tried to do. Gut, und let me anheben, gut. Es ist sehr schwer, sich vorzustellen, als eine Sort Ernstkeit, was soll sich machen, nicht wissendig von Gefahren, was seinen Allol aufzuträßeln das Leben. Und ob die Dringlichkeit von einer neuen Voltake gewähne Kriterien für ihre Ernstkeit, wollte der Klimatbeit, als man nimmt in Betracht, was es stellt mit sich vor bei der Zukunft von der Erde, gedarf Lefise sein die Hauptdeige von Schreibers über der Gorer Welt. Und das, meine ich, ist sehr weit von der Metzies Advorum. Aber für was? Sie sehen die Strömen von der globalen Anwärmung zu wild, man soll sie können navigieren in die gewöhnlichen Schiffen von Narratia. Aber der Emes, wie es schon heint breit anerkennt, ist, als wir sind jetzt in einer Zeit, wenn das Wilde ist geworden die Norme. Ob gewisse literarische Formen können sich nicht geben können Äze mit die Fleizen von der neuen Wirklichkeit, weil sie haben durchgefallen. Und die durchfallen, weil müssen verrechnet werden wie ein Aspekt von dem breiteren, schöpferischen und kulturellen Durchfall, was liegt in Toch von dem Klimatkrisis. And now, my own proof. Der Plan ist gewesen so. Wir werden hoffentlich können rein durch die vorderste Tieren. Wenn alle sind schon rein, wird Katie, unsere Anführerin, ein Facherton mit der Hand und ausrufen jetzt. Und wir werden sich wegsetzen in Front von die innerwenigsten Reingangen, die Tourniquetten für die Arbeiters, und sie blockieren, bis wann die Polizei wird kommen und uns arrestieren. Ich bin gerade angekommen der Erste zu unserem Treffpunkt, was ist gewesen Leben a Fontan etliche Block von dem Binien von Citibank. Ich habe nicht gewollt, dass es lieb etwas an Nichtigkeit wie Gefahr auf dem Weg soll ich durchlassen die Gelegenheit, sich mestattiv zu sein in der Aktie. Was wird sein mein Erster? Habe ich gestellt dem Wegsäger auf 5 Säger für Tag und bin raus von Stub ein bisschen für 6, ein ausgeputzter in einen Anzug, kadei ich soll sich können reinpassen zwischen die Bankierers. Jetzt, warten dich auf die andere, alle Weile abwischen dich die Nase machmis der Kälte, habe ich gefühlt ein Gemisch von nervöser Begeisterung und Langweil. Habe ich geguckt auf Facebook auf dem Telefon. Oh, Nussen Koyen hat noch ein Kind, genau in Ordnung. Aber Sarah Feld hat Soros mit ihr Dieren nebach. Und weiter als so eine Frieden und Leiden, wie euch Stamm Narrischkeiten durchfiltriert durch Metas Algorithmen. Wenn ich aber raufgeguckt von der Mobilke, habe ich gesehen, als noch ein paar Menschen sind angekommen. Schon Chadoshim lang fiel ich sich also verfremd von der arumiker Welt, was führt sich Kila Jode wegen der Katastrophe, was rückt sich wahrscheinlich an. Zwar ich da gefunden für sich eine Kehille, habe ich sich gefragt.
bin ich zugegangen zu die Norvas angekommene, 3 ältere Leute, angetonnene, also wie ich, in einer geschäftlichen Hillich und sie begrüßt. Ein Dank und Wie lang müssen wir warten vor dem Hemmschicht? Baruch Blum. ein Jahr mit der Mittwoch. Ein Jahr mit der Mittwoch, okay. Schönen Dank, Baruch. Du bist ja Avada, der chosheftste Gast für unser Thema. Dank. Ein Dank. Und danke. Dann Daniel Galay, euch Gast, ist geboren geworden in Argentinien in 1945 und hat heute gewonnen in Israel in 1965. Ist ein Schreiber, Dramaturg und Kompositor, was hat beulet verstärken die Position von Yiddish in Israel durch seine musikalische, dramatische Werk, wie auch durch sein Arbeit wie der Vorsitzende ist euch ein Lehrer von Yiddish und von der Yiddish Intonation. Could pick with somebody Thank you. So, a brief translation. Daniel Galay was born in Argentina in 1945, immigrated to Israel in 1965. He's an author, playwright, composer, and teacher of Yiddish and Yiddish intonation. He has strengthened the position of Yiddish in Israel through his musical and dramatic compositions, as well as through his work as head of the Leivik House Yiddish Cultural Center in Tel Aviv. Daniel, please. Dank, Michael. Ich will das mal für euch vorlesen. 3 Lieder. 2 von sie, das erste und das dritte Lied, sind in der Reus in einem Buch im Jahr 1994. Und das Lied in Mitten habe ich geschrieben mit ein paar Jahren zurück. Die Lieder sind nicht so einfach, sind ein bisschen kompliziert, wollte ich gesagt. Und der Rieber ist sehr wichtig, sie vorlehnen, Pamelech, demol kommen Aufgaben etwas. Das erste Lied ist, ich werde erklären wegen die 3 und später will ich sie lehnen. Picassos Ochs. In Picassos Zeichnungen und Malereien sehr oft gefunden an Ochs und repräsentiert Koyach und Gwure und so weiter. Als das Lied hat gar nichts zu tun mit Jüdischkeit und so weiter. Das zweite Lied ist Zikorn Kapsul. Die Kapsul, was nimmt rein in sich dem Zikorn, und das redet wegen der Wichtigkeit, was hat der Zikorn in unser Leben, und ich vergleiche zwischen Zikorn und einem Boomerang. Das heißt, der Boomerang, du schleiderst das weg sehr weit und es kommt zurück. Und der Zikorn ist auch etwas, was öfter ist uns geschehen, mit 50 Jahren zurück, und in einem gewissen Moment kommt es zurück zu uns, ja. Und ein bisschen, das ist die ganze jüdische Tätigkeit, was wir führen heutzutage da. Das letzte Lied ist Kolieren Quartett. Und so zu tun mit Ästhetik, mit Schönheit und so weiter. Ich lehne nicht die Lieder Pavolenke. Und jetzt eine bessere Frage, Adrabe. Picassos Ochs. A frisch Winkel hat leicht bewogen, engendige Blumen. Wie Pomperdiklen haben sie zugetanzt zum Klang von die süßen Strunes.
Der Getreier Sommer ist gekommen. Mit dem Wasserfall von ihre lange Haar liegt die Psule auf dem Kischen Paradox und ihr der Leser daneben a mythologisch muskuler Picassos Ochs. Endlose Routes rekordieren Fisch in Jammen. Ein Vogel wie 1000 Vögel überraschen dem Himmel. Beugendig auf den Erdebeuch galoppurndige Pferd, das Wunderkind, was alles seht und hört. Flirrt Rediefes zwischen Tag und Nacht. Sommer ach Neues zum ungeduldigen Herbst. Zerkriegte Jorn zwischen Jung und Alt. Wiste Tolmapolle entgegen dem Haar Barg. Ich lehne weiter. Sikornkapsul. Sie ist nicht kein Bänkschaft. Sie ist ein Bumerang, ein guter. Man schleudert es weiter weg und not ist es gleich zurück. Wie nissimdig ist, wenn die Bänkschaft wird, aber klein, bisschen Pintele neben a Wolkendl und plötzlich wagt es geschwind zurück, bis in der Griechen deutlich mein Flachhand. Die Sort Bänkschaft voran sehnen sie umetum, nicht nur in Australien, auf jeder Kontinent, euch bei mir in der Heim. Zwischen die Finger, wie warm dem Bumerang ist zu halten und klären, wird bald herumfliehen dem Erdkeiler und mit sein Zure, sein Bänkschaft, wird landen in meine Hand. Es nicht ablosen, darf zudrücken, stark, gar stark. Oi weh, zum Eckwolken hat sich zugechippet und wird schon dort bleiben hängen. Nein, Sarah Fred, die Bänkschaft flieht, Krieg zu mir. Bumerang, Bänkschaft, Sikornkapsul in der Luft, nicht kein afgemines Wort, die sprach der Rieger, sie ist warm und in mein Hand. Und das letzte Lied, Kolierenquartett. In ihrer Schönheit sucht sich meine Ruhe, unsere Säudes sehr bateit. Forschungen von Fies bis Kopf, neue Auflages von Neut, von Zeit. A grünem Himmel, hast du irgendwo gesehen? A Zint hast du gesehen? Und öfter einmal a blauen Wald. Vor deine Augen fort vorbei. Guck sie zu, wie sie kommen sich entgegen, die reute Nacht mit dem schwarzen Wein, der grüne Himmel mit dem blauen Wald. Auf uns die Enttäuschung ward derweil, nur wie kämen davon wissen, wenn's beiden sich oft dekolieren zwischen Kine, Liebe und Hass. Die Übersetzerin ist nicht Ellen Sarit, sie sind jetzt anders, kann ich gedenkt genau, aber da sind die 3 Lieder in den Rahmen von die 6 Minuten, wenn jemand will reagieren, einmal da ich allein und andere darf es lehnen noch einmal. Jedenfalls,
Ich wollte gesagt in einem Satz, als die Themen von Schönheit, die Themen von Ästhetik, da kommt da ein zentralen Ort, ja, in verschiedenen Fahnen. Und zusammen mit dem euch die Themen von Sikorn. Was ist also ein Sikorn? Was sich vergleicht zu einem Bumerang. Was flieht weg und einmal kann bleiben hängen auf einer Wolke. Aber trotzdem kommt zurück und kommt zurück zu meiner Flachhand und ich will es halten stark, fühlen seine Warmkeit und es nicht ablösen. Ein Dank für eure Zeit und Interesse. Euch Mindy, was hat zugeredet, so schön die Illustrations und Kollieren. Ein Dank. Because I thought they all spoke English. They all sound English. Do you know, I said, well, We have the English translation. Should I say something in English? No. We have the translation. No, it's just a shame. It's a shame. Ein Dank euch. Schönen Dank, Daniel. Dank, Daniel. Und dann Ist Murray mit uns? So Noch nicht. Weitergehen. nicht. Efsche Bela. Bela Box ist auch Hasente. Sie folgt jiddische Musik, sei Folk und liturgisch und ist unterwegs zu sein an Jiddisch-Iske. Und Michael Neal, stammt... Nee. Log. So I'll just translate that. Barbara Bortz, we've got a bit of feedback, is a rabbi and a chazanta. She researches Jewish and Yiddish music and is well on her way to becoming a Yiddishist. Barbara Baylor. Dank. Mein Tatens Tate, Mama, seinen, entschuldig. Ich weiß nicht, was mein Mamas Tate und Mama seinen gefahren in California. Die Mama, eine Almona von mein Seide Gramps, hat öfter einen Mann getroffen und mein Mama ist gekommen zu ihr Bruder in Los Angeles, getroffen Sam Crystal und Natalia, mein Mama, ist geboren geworden in Los Angeles, euchet. Mein Tatens Tate Mama, seinen, let me translate. I don't know why my mother's father and mother came to California. My mother, his mother, sorry, my, what do you call it, great grandmother was sorry. Sorry, my mother's grandmother was a widow, and perhaps she met somebody, and my mother's mother came to be with her brother in Los Angeles. She met Sam Crystal, and my mother Natalie was born there. Mein Tatens Tate Mama haben sich emigriert von Saskatchewan mit 4 Mädels. Kein LA, weil Bobby hat gehabt streng Asthma. Und der Klimat von LA am Midbar ist gewesen besser für ihr. Dort ist geboren mein Tate Avram. So my father's parents immigrated from Saskatchewan with 4 daughters. They came to LA because Bubby had very bad asthma, and the climate in LA, which was then a desert, was better for her. And there my father Avram was born. Natalie und Avram haben gewohnt in dem jiddischen Städtel Boyle Heights und als Talmidim im Gymnasium Roosevelt High gespielte Liebe und ein bisschen später Hasene gehabt. Und nach 7 Jahren bin ich geboren geworden und mit noch 3 Jahren mein Bruder in Samaritans Spital in Los Angeles. Natalie and Abe lived in the Yiddish neighborhood shtetl, really, called Boyle Heights. Now it's mostly Latino. And as students in Roosevelt High, they fell in love and a little later were married.
And then 7 years later, I was born, and then another 3 years, my brother in the Samaritan Hospital, also in Los Angeles. Weil, weil wir haben sich übergeklebt, kein Sof in California. Alle die Mischbuche haben gewohnt in L.A. Alle die Mischbuche seien in McCalver gewesen in L.A. Und mein Bruder Jerry wohnt wieder in L.A. Punkt in Altadena. And although we moved later to the north of California, the whole family lived in L.A. All of my family's now buried in L.A. And my brother is back living in L.A., precisely in Altadena, which you now all know about. Es schmerzt mir im Herzen, was ist geschehen mit meinem Geburtsstadt. It hurts me very much what's happened with my birth town. So I decided to write a song for it. Weiter, Barry? Yeah. Mehr niet kein... Oi. Auf dem Weg, mehr niet kein Bäum. Sorry, it got mixed up. Along the way there is no tree. Adaptiert von Auf dem Weg steht ein Baum von Yitzhak Monger. Sorry, this has become completely mixed up now. From Yitzhak Monger's poem and song, Along the Way There Is a Tree. Auf dem Weg, mehr niet kein Bäum, niet gleich, niet eingebeugen. Alle Vögel von den Bäumen seien sich zerflogen. Drei kein Mariv, drei kein Misrach, und der Rest kein Dorem. Und dem Bäum verlost, verbrennt, ist heftiger Tell geworden. Sog der Stadt, die täuscht im Herd, a schuld, me muss euch sterren, flieht an Läufen eins und zwei. Ihr darf pleit ihm wehren, wird sitzen, der gezweit, men wird euch verwiegen. Noch die Schreif ist mit erträst, a treuer dicken Nigen. Ja, hidai, 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 hidai. Menschen eiken oi California, Chalilas brennen mehr schöne Bäume, und sie weinen mit Tränen, noch ärger die alle Häuser. Sagen zu L.A., es ist a Schuld, deine schöne Schunes, und jeder was, und jeder wenn, als verbrennt im Ganzen. Einen Menschen L.A. kreuen, so Gottes Willen, du wirst werden aufgebaut. Aber was mit all die Gewürzen, die Natur nimmt in Acht, es geht a bloßen dicke Windel, oi die Stadt von die Malachim, weis mir und wind mir, dai, 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 ja, dai, 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 dai. Niet kein Seder zu beschwart, niet kein Schul, kein Stub, kein Bämer. Oh, weniger Wind, chutsch a bissel Regen, niet gefinnen mehr kein Teuter. Gucken mir treurig mir rein, mit weinen dicke Augen. Wir willen fliehen, nur man los nicht, wären unser Vögel. Auf den Weg, man nicht kein Bäum, niet gleich, niet eingebeugen, niet kein Fehler auf dem Bäum, nur als Asch, als Vernichtung. Ja, ja, idai, idai, idai,
Sehr schön, Bela. Is Murray do? Nog niet. Oh, laat maar zingen, weil Michael hat mit Geduld geblieben. Okay, and we're going to do ours now. Wait. Wer stellt vor? Michael? Okay. Und dann haben wir noch Bela und dann haben wir Michael Neal. Stammt von London und wohnt jetzt in Milton Keynes, nicht weit von Balen. Hat angehört beim Spielen Gitarre, wenn ist gewesen 6 Jahre alt. Er spielt nicht so auf jetzt und wir seien zufrieden, was spielt heint mit uns. So Michael Neal comes from London. He now lives near Bala in Milton Keynes. He owned a solar energy company for many years. He began playing guitar at 6 years old. Michael plays by ear and cannot read music, but hears chords as he plays through a piece of music. Michael played rhythm guitar in a band when he was in his teens and now plays rarely, occasionally playing at open mic events. Ja, wir haben das ist eine Übersetzung von unserem Murray. Und entschuldigt, weil ist nicht da, aber no, mit uns. Okay. Geht öfter in Scarborough Reed, Petrushka, Dirling, Bear und Timian. Geht dorten a Gruß von Aid. Sie ist bei mir, a geliebte Gewinn. Better kriegen an Ackerland, Petrushka, Dirling, Bear und Timian. In Mitten zwischen dich Weiß und Sand, Better bekommen von seitens davon. Wird ihr mir neien von Bastista Hemd, Petrushka, Dirling, Bear und Timian, wieder zu lieben und nicht sein verschämt, wird bekommen von seitens davon. Better es schneiden als bloß dort na Windel, Petrushka, Dirling, Bear und Timian, und alles kneipen zusammen a Bintel. Sie ist bei mir a geliebter Gewinn. Baruch haba, Murray. My Citron is an advocate of pension, wohnt in Ottawa, Canada. Ist ein Dichter, Übersetzer und Yiddishist. Itzik Manga gefällt ihm sehr. Murray Citron is a retired lawyer living in Ottawa, Canada. He's a published poet, translator and Yiddishist and a big fan of Itzik Manga. He writes poetry in English and Yiddish. And we're about to hear a Lewis Carroll translation. Jabberwockish von Lewis Carroll mit Hilfe von Meyer. Brille gewähnt und die Gavarim gequitscht gefährlich auf den Scham. Ganz mimsig gewähnt die Bulgarim und die Moim Bratz
Oiskram. Schied sich dem Jabberwock, mein Sohn, es beißen die Keiers, die Krill geht ab. Meid ois dem Jabberwock, dem Jabber Vogel und dem Besen Thunderclap. Geht an dem Vorpelschwert. Geht an dem Vorpelschwert, dem Mangsum Feind lang Zeit sucht. Träumt a Träum beim Tum-Tum-Bäum und steht a Weile vertracht. Und als steht, so Gewalt, der Jabberwock mit Augen heiß kommt spazieren durch den Wald und burbelt aus, geh weiß. Ins Fee, und durch die Vorpelschwert macht Snacker Snick. Geht a Hack dem Kopf rauf und geht gagum zurück. Hast euch gemerkt, dem Jabberwock, a Leben auf den Kopf, mein Sohn. Und Frau just hob, Kalug, quält sich freilich an. Brille gewehen und die Gaverim geglitscht gefährlich auf den Scham. Ganz mimsy gewehen die Gaverim und die Moim Rats ausgram. Weiß ich nicht, was es geschehen in der Früh. Ich hab nicht gehabt, kein Link. Weiß nicht mehr was. Es passiert. Gut, was du bist gekommen. Dann haben wir Kreinlander und Mindy Liebermann. Kreinlander stammt von Montreal, wo sie hat Jiddisch in der Heim und euch gelernt Jiddisch, Musik und Theater mit Dora Wassmann. Jetzt wohnt sie in Ottawa und lernt Jiddisch online in Klasse. Sie feiert morgen ihr Geburtstag bis 120. Carrie Lander hails from Montreal, where she spoke Yiddish at home and studied Yiddish writers, music, and of course theatre with the Dora Wasserman Theatre Group. She now lives in Ottawa, where she studies Yiddish in an online class. Tomorrow is Krendel's birthday, bis 120. Mindy Lieberman stammt von Montreal. Sie ist eine Bibliothekarin auf Pension in Los Angeles. Mindy Lieberman is also from Montreal and she is a retired librarian in Los Angeles. Welcome, both of you. Schönen Dank. Wir wollen lernen einen Auszug von einem Meister von einem Wurmresen, was heißt Der Bäum. Und es ist ein Reus in 1917 in New York. Es versteht sich, als die lange Gas, was es gewinnt besetzt mit Eden, ist nicht gewinnt eingetunkt in Bämer. Die gassige Jeden, was haben alle gut lernen gekannt, haben gewusst, als am Mol in Eretz Yisrael ist jeder Ried gesessen unter sein Weinstock und Feigenbäum. Euch haben sie gewusst von die Zederbäumer in Wald Levonen und von noch anderen Bäumer, was wären ausgerechnet in Posuk. Da aber in Chutzlaretz haben sie von Bäumen wenig gewusst. Nicht klar verstanden, wie so wächst es aus dem Baum. Zwischen die Redejünger nur ist umgegangen als Sod,
als oben soll versehen die Kernlach von den Äpfel in der Erde, können eine Zeit herum auswachsen, a Bäum. Nur es ist mehr nicht gewesen wie erklärt. Kein Emesse Munne haben die Redejengel darin nicht gehabt und haben sich viele gefordert zu machen, eine Prüf einzusehen, solche Kernlach. Und die lange Gasse hat Tage nur einen einzigen Baum gehabt. Und jeder ist gewesen ein Wunder, wieso kommt der Baum her? Der Ballerboss von dem Baum, Chaim Jankel, der Schneider, hat euch nicht klar gewusst, wer hat den Baum verpflanzt und wieso ist ausgewachsen. Sein Vater hat es gewiss nicht getan, weil als Chaim Jankel ist noch gewesen ein Engel, ist schon der Baum gewesen so groß und dick wie jetzt der. Chaim Jankels Nachle ist ihm übergegangen bei Rusha Wade von der 6. Dor. Efter hat die Nachle gehört einmal zu Goy und der Goy hat ihn verpflanzt. Nur wie die Geschichte soll nicht sein, also zu anders, die lange Gasse hat gehabt a Bäum und der Bäum ist gewesen Chaim Jankel dem Schneiders. Gewachsen hat der Baum neben Stiebel, hart beim Fenster, was hat zum Gasse rausgeguckt. Und Chaim Jankel fleckt beschasste Arbeit können gucken auf sein Baum, welcher hat lieber gehabt wie alles in der Welt. Herbstzeit, wenn der Wind fleckt bloßen, flecken dummelt die Zweigen sich schockeln und räuschen treurig in Fenster herein. Wie sie wollten etwas an unmittig, langgangendicke Meister Wellen Chaim Jankeln erzählen. Und dämmert vor Chaim Jankel unmittig wären. Die Nadel fleckt wie Wellen herausspringen von die Finger, bis fleckt sie in Ganzen von Hand herauslassen. Anlehnen sich zum Fenster und Vertrachterheit unter Brummen, mit der halb zerbrochenem Kohl, als behalach Jermia al Kavreovus. Und in Stiebel fleckt sich dämmelt Herren wie stille Tritt von Messim. Sommer aber fleckt der Baum mehr Räusche machen auf Chaim Jankeln. Melach ist gewinn wenig, Zeit zu fantasieren, mehr. Und fleckt in der ledigen Zeit liegen unter dem Baum. Die Zweigen fliegen still, vorsichtig räuschen, ein Vogel fleckt sich einmal vergammeln auf See und Chirikin, und Chaim Jankel fleckt dämmel zumachen die Augen und klären und trachten von etwas Hechers, wie Scher und Eisen. In sommerdicke Shabbosim, als es fleckt heiß sein, flecken einmal kommen 90 Schreinen ausruhen unter dem Baum noch entschuldigt. Dämmelt fleckt Chaim Jankel haben a größen Covid. Fleckt durchkommen, da wird der Gemurmel damit, a heucher, dar, Jid mit eingefallenen Backen. Tovia fleckt reden sehr still, benehmestig, und Chaim Jankel hat ihm sehr geschätzt. Willen mir a bissel opruhen unter eier Bäum, Reb Chaim Yaakov. Fleckt Tubia still a Reusreden. Ausziehen dich sich mit a Miedenschmeichel unter den Bäum und nicht gucken Chaim Jankeln in Ponem beschat reden. Mit dem größten Covid, Reb Tovia, fleckt Chaim Jankel kemat wie euch schreien. Mit dem größten Covid, ruht euch ab, mache Tesi. Ki ha-odem eitz hasode, fleckt Tubia a reinkommen in a Stimmung, liegendig unter den Bäum. A Bäum, Reb Chaim Yaakov, ist geglichen zu a Menschen. Und Reb Chaim Jankel fleckt aufheben die Augen, betrachten die Zweigen vom Bäum, dem Stamm, wie wollt gesucht, eine Ähnlichkeit zwischen einem Menschen mit der Bäum. Kein größer Ähnlichkeit fleckt nicht gefunden. Doch fleckt entfern, a Wade, was denn, Reb Tevye? A Bäum lebt aber länger wie a Mensch, fleckt Reb Tubia bald säußer sein seine Wörter und fleckt sich voneinander husten. Gehust
hat Reb Tubia lang und schwer, und jeder Hust hat Chaim Yankeln abgeklungen, wie a Stimme, was redt. Reb Tevye wird bald sterben. Hat die Schwinn gesucht und der Bäum wird uns alle mit überleben. Euch fleckt ein ander Shabbos kommen abruhen unter ein Bäum, Zerach Breines der Nogig von Gas. Nähen Begodim fleckt Zerach bei a zweiten Schneider. Nur Chaim Yankel fleckt sich nicht neukem sein in ihm, sich nicht benutzt mit sein Starkheit, was kann ihm von sein Bäum wegtreiben. Der Rabbe fleckt ihm sehr schön aufnehmen, wie wollt wollen dem Nogit beweisen, als besteht nicht an sein Melache. A Wäulerbäum fleckt Reb Zerach Leuben, betrachten dick dem Stamm. A so Bäum, man soll zuhaken, kann klecken auf a Winter heißen. Mir is a Chiddisch, was du zuhackst ihm nicht, Chaim Yankel. Chaim Yankel fleckt werden ungezündet von a so Verlegung. A Chaser wollt als wellen aufessen, fleckt in Herzen trachten. Nur Reb Zerachen fleckt entfern edeler. Men tornischt haken Reb Zerach. Men tornischt, es ist a Philo a Sinn zu sagen a soins. A Bäum, sagt Reb Tovia, ist wie a Mensch. I ha'oidim eitz hasode, fleckt Tubia untersagen wie von Schlaf. Narrischkeit, das ist nur a Muschel, fleckt der Nogid ab Machton mit der Hand. Nu, men darf a Drittelton. West mir a Wegton a Säger 3, will ich mir gehen trinken, a Gläsel warms. Dank. Und jetzt, wir seien sehr zufrieden, was wir haben zurück, unser Vivi Lachs. Vivi ist eine von den Gründer von Yiddish Open Mic Cafe. Und sie ist zurück. Sie ist eine Jiddisch-Sängerin und eine Historiker von der Jiddische Kehille in der East End von London. Ihr Buch Whitechapel Noise, ihr Bücher und London Yiddish Town erzählen wegen der Geschichte von Londons East End durch populäre Lieder und Erzählungen. Im Februar eine neue Serie von Podcasten mit dem Namen Cockney Yiddish wird herauskommen auf dem Internet. We're delighted to have Vivi back. Vivi is one of the founders of Yiddish Open Mic. She is a Yiddish pop singer and a historian of the Jewish East End in London. Her books, Whitechapel Noise and London Yiddish Town, tell the history of London's Jewish East End through popular song and story. In February, a new series of podcasts entitled Cockney Yiddish will be available on the internet. Seid begrüßt. Dank, Mindy. Ich bin sehr zufrieden zu sein zurück in der Yiddish Open Mic Cafe. Als erstes seid mir Meuchel. Also mein Lied ist nicht wegen der Thema von Tu Bishvat. Aber öfter wir können haben den ersten Ekran. Der Name von meinem Lied heint ist Achtes. Und Achtes ist etwas, was wir davon haben. So I first of all to say thank you very much, and I'm really pleased to be back here in the Yiddish Open Mic. And my theme is not about Tu B'Shvat, but my theme is the title of this called Achtus, which means unity, which is something that we need. Aber meinig, als ich kann nicht sehen in der Geschichte von Jiden in der Welt, als keinmal haben wir es gehabt. It seems to me that in the whole history of the Jews, it's something we've never had, aber wir haben geschrieben Lieder wegen dem, but we have written songs about it. Und das Lied is geschrieben von Morris Winchevsky. And this song was written by Morris Winchevsky. Is gewesen dem Seder von
Yiddish Sozialism. He was called the grandfather of Jewish socialism. Und ist gewesen a Schreiber, a Journalist, a Poet und a Satirist. He was Morris Winchevsky, who was known as the grandfather of Jewish socialism, was a poet and a journalist and a writer and a satirist. Als was ich will tun, ich will singen dem Lied. I'll first of all sing the song. Und nachdem will ich zurück und habe einen Guck auf was ist die Satire. So I'll go back afterwards and I'll look at what the satire is. Und das ist geschrieben in 1890. As you can see, it was written in 1890 in a Zeitung der Arbeiterfreund, which was the first socialist newspaper probably in the world. Okay, in Yiddish, that is. Okay. Der Niggen is mine, it's the tune's mine. You can join in the chorus. Ja, wir seien alle einig, sie mir haben viel zu wenig. Und wir seien alle Brüder, und wir daffnen fin ein Sieder. Sei mir schneiden Pantalones, sei mir schneiden ob Coupones. Einig seien alle mehr, gleich der Evian mitten Gewirr. Ja la 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 la, ja la 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 la, ja la 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 la, ja la la la. Kurze Päs, lange Päs, Iden mit und ohne Matbäs. Dare ungefüllte Kischkes, heule Herzen in Manischkes, frimme Käppen, Käpfen Sindes, Käppen Jarmelkes, Zylinders, alle senden nur ein Volk, wie Soldaten in ein Polk. Ha! Ja, wir seien alle einig, sie wir haben viel zu wenig, und wir seien alle Brüder, und wir daffnen für ein Sieder. Sei mir schneiden Pantalones, sei mir schneiden ob Coupones, einig seien alle mehr, gleich der Evian mitten Gewirr. Da 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 da, ja da 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 da, ja da 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 da, ja da da da. Frum und Link vereinigt alle, wie der Chossen mit der Kalle, wie der Besen mit den Stecken, wie die Zitis mit den Jacken, wie die Tier mit der Mezuse, wie der Talia mit der Bluse, wie der Taschit mit dem Glanz, wie der Klezmer mit dem Tanz, wie der Taschit mit dem Glanz, wie der Klezmer mit dem Tanz. Also, lassen wir geben einen Guck von dem und lassen wir sehen, was bei Emmes ist geschrieben. Du. Ja, also ein anderer Ekran. Der Name ist Achtes. Ja, und ist gewesen als Sozialist. Also wir haben gehört, also wir seien alle einig. Bei Emmes, das ist, was ein Sozialist meint. Und das ist, was Karl Marx, was wir sehen, für ihm, Achtes ist nicht gewesen zwischen Religion. Es ist gewesen zwischen Arbeiter von der Welt. Also hat geschrieben, wir sind alle einig, sie wir haben viel zu wenig, aber es ist nicht gewesen. Also hat geschrieben, was ist nicht der Emmes, nicht was ist Emmes. So what we see here is and I've got a picture of Karl Marx up here, because what we see here is that you've got the reference there that it's workers of the world unite. It's not about religion, it's not about ethnicity, it's across class. So what we can see is that when he's saying we're all brothers and whether you've got a lot or a little, it's clearly not true. So what we can see in this song is what it's doing is saying things that are not true about unity, and that's creating the humor and also the hope for unity, I guess. Next slide. Also dus ist wegen und wir seien alle Brüder und wir davnen von ein Sieder. Also das ist öfter, das ist wir singen von we sing from the same hymn sheet. Yeah, maybe that means that, aber nicht. Weil in 1890
für der ersten Mal haben sie gehabt ein neue Siddur in England. Und das ist gewesen sehr wichtig, das Singers Prayer Book. Ich habe es gesehen, wenn ich bin gewesen ein Kind, und es ist gewesen in 1890, es ist gewesen sehr eine neue Übersetzung, sehr klar, eine Sache mehr, wie Menschen haben gerät, nicht also literarisch, und ist es geschrieben auf übersetzt in Englisch. Also alle die Immigranten in der East End von London haben nicht gekonnt das lernen. Sie haben nicht verstehen der Hebräisch, und sie haben nicht gehabt keine Jiddisch Übersetzung. Also das ist nicht gewesen für alle die Menschen. Also wir haben einen Unterschied zwischen die zwei Kehiles. Okay, noch einmal. Und jetzt wir haben, sei wir schneiden Pantalones, sei wir schneiden ab Coupones. Gar a Sach Immigranten, was haben gewohnt in der East End von London, sie haben gearbeitet in Schneiderei. Ja, sie sind gewesen Tailor. All the people that were in the East End of London, they were tailors, or they were working in the tailoring areas, as sie haben geschnitten Pantalones. Als sie sind gewesen die armen Menschen, und was ist noch? Sie mir schneiden ab Coupones. So it could be a number of things. So some of them are cutting coupons. Als wir können haben, als die Coupons sind gewesen von der Börse. Ja, in der Börse haben sie gehabt Coupons in the stock exchange. People would cut coupons, and so that is one of the ways that they would have been the poor and the rich. Aber yeah, euch, the Jewish Board of Guardians, haben gegeben Coupons, sie arme Menschen nicht Summen. Später haben sie gegeben Geld, Summen. Aber in 1890 haben sie gegeben Coupons. So it's really important that the Jewish Board of Guardians did give money, they did give cash, but at this particular point in 1890 they didn't. They gave coupons. As Winchevsky schreibt, pinkt azoi, was ist geschehen in der East End of London, wenn hat geschrieben. So he's writing poetry that he wants everyone to read, and does continue for longer, and he was popular, but he's writing specifically for London at that time. Und sof, der Titel is gewesen Achtes, so the title is Achtes, Unity. Und what have I got here? Ja, und in der Jewish Chronicle, das ist gewesen die Zeitung in Englisch von den Jiden in London, sie haben gehabt a Sach Briefeler. Und die Briefen sind gewesen wegen, wo wohnen der Chief Rabbi von England, der Hauptreverend von England, die Hauptrabbi von England. Weil Nossen Adler ist gestorben mit 6 Chadoshim früher, und der neue Chief Rabbi, Menschen haben diskutiert, was wird sein. Und der Titel von alledem ist gewesen, als wir können sehen von der Jewish Chronicle, Unity, not Uniformity. Als Winchevsky hat genommen Unity, Achtes, ja, das ist gewesen sein Thema, aber das ist ein Thema, was ist genommen von was ist geschehen in der East End von London, von die Debatten, von die Sachen, was sind geschehen. Als ist, Winchevsky ist sehr ein interessanter Schreiber, und hat geschrieben für die Menschen, und weiß ich nicht, was bei MS hat gemeint in sein Kopf, hat gehabt a Hoffnung für Achtes oder nicht. Hat geschrieben ein Lied, was Menschen wissen, die Zukunft, was ist gepackt mit Hoffnung für eine bessere Zukunft. Und jetzt wir können sehen, als wir haben nicht keine Sache Achtes
zwischen uns in unserer jiddische Kehila und in der Welt, aber wir dürfen haben eine Hoffnung, als Sachen wollen sein besser. Als ob ich habe 1 Minute, noch 1 Minute. Ich will nur sagen, weil, ja, das ist sehr schön, als hat geschrieben für die Arbeiter, mit der Freiheitsgeist, with the spirit of freedom. So, I mean, he wrote, I don't know whether he thought that there really would or could be any unity amongst Jews, but certainly, I mean, in a later song called Die Zukunft, the future, he has lots of hope for that. And this is my prayer for a bit of hope, I guess, for the future. And just to say in the last minute that I have been working on at Queen Mary University on a series of podcasts looking at this East End material and really taking it out into a broader framework. So people, the Jews were in the East End, Jiden zijn geween in der East End und sie zijn geween a Kehila, zij era nuend Kehila. En zij hebben geschrieben voor zich alleen, aber das had gehad Themas von der breite Welt. So in the East End, people had written for themselves and they have very local themes, but they were really also connected to a wider world. And that podcast will be out mid-February, so look out for it. It's called The Cockney Podcast, The Cockney Yiddish Podcast, and look out for it in your podcast things. Dank, Revre. Großen Dank für ein Lied und euch, was du hast als so schön erklärt. Es ist sehr, sehr interessant. Und wir wollen hoffen, dass wir sollen haben ein bisschen Achtes. Okay, und jetzt haben wir Mike Heiser. Mike wohnt in London. Singt und komponiert jiddische Lieder. Hat schon zugepasst Musik zu Berach 20 Poemen von Mordechai Gebertog und andere Dichter. Und hat ein Webblatt von die Dosike Lieder. Michael Heiser lives in London, sings and composes Yiddish songs. He has written settings for approximately 20 poems by Mordechai Gebertog and other Yiddish poets, and he has posted them on his website. Mike, du hast den Mikro. Dank. Kommen wir hören? Ja? Ja. Ja, Dank. Dank. Dann lass mich zurück zu einem Baum. Und das Baum, das Bäumele, ist gewesen in einer Häuf, in Krocke. Und euch ist ein Baum in Winter. Das ist ein Lied von Mordechai Gebertog und das ist meine Melodie. Wie leid tut mir das Bäumele, was steht in unser Häuf, dem ganzen liebe Sommer blüht. Kein einzig Blättel drauf, kein einzig Blättel drauf, kein Sonnenstrahl, der warm's nicht, wenn Korset sich von Kält und auf die leere Zweigele, kein Vogel sich nicht stellt, kein Vogel sich nicht stellt. Und kommt die Nacht, sen drappet sich a große Katze rauf und mucket da so jämmerlich, zerwein sich rasch der Häuf, zerwein sich rasch der Häuf. Danke. Schönen Dank, Mike. Sehr schön. Und jetzt, wir haben eine Sache, was es ernst heint, aber jetzt wollen wir haben etwas ein bisschen mehr komisch von Saul. Hello.
Ein Minute. Wir dürfen sagen, wer ist Saul? Saul wohnt in Minneapolis. Seine Eltern haben ewig gelebt im Furben. Ist geboren geworden in Feldafing-Lager in Yiddish und seine Mishpocha seien ihm sehr teuer. Saul Wind lives in Minneapolis. He's the son of Holocaust survivors, was born in Feldafing DP camp. Next to his family, Yiddish is closest to his heart. Saul. Shine Dank is a very simple poem. Was heißt ein Alpenvolk, is a Maße. Ein Alpenvolk gelegen im Bett ein auf der Nacht. Der Mann ist geworden schläfrig, aber das Weib ist geworden romantisch und sie hat gewollt sich ein bisschen ausschmissen. Sie hat gesagt, sie hat mir Seide gehalten der Hand, wenn wir gewesen in Liebschaft. In Mietkeit hat genimme der Hand erhalten ihre Hand, war mir nicht und bitte sich gleich schlufen. Ein paar Minuten später sucht sie wieder, denn aus dem mir gekischt. Im Ruhig hat sie gegeben ein Kirchenkäpperle und bitte sich gleich schlufen. Eine halbe Minute später sucht sie wieder, und nachdem hast du mir gegeben ein Biss in den Hals. Im Rieg hat sich aufgedeckt die Koldere und herabgegangen vom Bett. Begeistert, fragt sie sich, sie schaffen meine Zehen. Scheinem Dank. Schönen Dank, Saul. Ist gut, was wir können lachen ein bisschen. Schönen Dank. Und jetzt haben wir Jane Pepler. Wir wollen haben ein lebendiges Lied von Jane. Jane ist ein Übersetzer, Forscher und Sängerin von vergessenen Lieder. Sie hat ausgegeben etliche Kollektions von Yiddish Tin Pan Alley Lieder auf bandcamp.com und euch Lieder von Warschau. Jane Pepler is a translator, researcher, and singer of forgotten songs. She has published several collections of Yiddish Tin Pan Alley songs on bandcamp.com, as well as several collections of songs of Warsaw. Jane. A Freu in mein Schicksal ist schuldig. Von Moshe Ratner ist ein deutschmärkisch Liedtext, gefunden in der Nickellieder-Kollektion von Anhieb 20. Jahrhundert. Zu singen mit der Melodie, sie ist mehr zu bedeuern wie schuldig. Weiter? Lutz sich aus, als auf Englisch, no, yeah. Go back. Yeah. Is das Lied, She is More to be Pitied Than Censured, which was an incredibly popular song. Weiter? Ich habe mehr zu sagen. Moshe Ratner ist geboren geworden 1875 in Foxani, Romania. Hat geschrieben für dem jiddischen Theater. Er ist geboren in Amerika in 1900. So Moshe Ratner was born in Foxani, Romania, and when he was still in his teens and early 20s, he wrote for the Yiddish theater before he came to America in 1900. Seine bekannteste Lieder seien Das Fischele und die New York Tränen. His most famous songs were Das Fischele and New York Tears. Ist gewesen ein verbrennter Zionist. Hat keinmal nicht verdient mehr wie drobne Geld und öfter der Pfarrer ist gewesen ein Schicker und ist jung gestorben. He was an ardent Zionist. He never made any money with his work, and maybe that's why he became a drunk and died young. Die Melodie da ist euch gehört in das Lied, was ich habe euch gesungen mit 2 Chadoshim zurück, das Lied von nach dem Feier. Und ein drittes Mal ist sie gehört in der Nickellieder-Kollektion mit dem Text Franz Josefs Teut. So this melody
which is quite cheerful, is heard well, you heard it 2 weeks ago if you were hearing this song, Das Lied von Nach dem Feuer, a song about people dying in a fire in a sweatshop. And a third time, you can hear it in the Penny Songs collection with the text, The Death of Franz Joseph. And I have to say, just by the way, that on YouTube, I've got hundreds of songs on YouTube, and one of them is this Franz Joseph's Toit. And there are so many people having an argument about Franz Joseph on my comments on this song. It's just mystifying to me. All right, here we go. Can you hear me okay? Yeah. Okay. In a courtroom for a judge is gestanden, a Mann abgerissen vor Schmacht. Der Judge hat gefragt dem Policeman, vor was hat dem Arrest gemacht? Ich hab ihn getroffen, Teutschigger, in Gassi gewagert auf Dreht. Der Judge hat gefragt, sie Emes, nu hört, was der Mann hat erklärt. Auf Freu, mein Schicksal ist schuldig, auf Freu hat mein Leben ruiniert. Auf Freu, mein Schicksal ist schuldig, auf Freu, was hab in Gold geziert. Sie hat Gift vor mir Honig gegeben, noch ärger wie ein Schlang im Wald. Verfinstert hat mir mein Leben a Teufel in freien Gestalt. Der Judge hat Mitleid bekommen und hat ihm gesagt, ihr seid frei. Gerät ist dort jeder geworden, bei Szene, was passiert hat dabei. Der Judge will ihm helfen, gut wäre. Der Mann hat sich fallen gelacht. Wie kann denn ein Mann verrichten, dort wo Freu hat Kalje gemacht? A Freu, mein Schicksal ist schuldig, a Freu hat mein Leben ruiniert. A Freu, mein Schicksal ist schuldig, a Freu, was hab in Gold geziert. Sie hat Gift vor mir Honig gegeben, noch ärger wie ein Schlang im Wald. Verfinstert hat mir mein Leben a Teufel in freien Gestalt. In Central Park zwischen vielen Menschen ist gesessen der Mann auf der Bank. Hat nervös sich geschrocken, das Gesicht war blass so wie krank. Plötzlich hat was entschlossen, ein Schuss und der Mann fällt zu der Erde. Und das ist geworden die letzte Wolken, was man hat von dem Storbenden der Herd. A Freu, mein Schicksal ist schuldig, a Freu hat mein Leben ruiniert. A Freu, mein Schicksal ist schuldig, a Freu, was hab in Gold gezielt. Sie hat Gift vor mir Honig gegeben, noch ärger wie ein Schlang im Wald. Verfinstert hat mir mein Leben a Teufel in freien Gestalt.
Dank. En zo gehen wir alle huis met een schmeichel auf dem Pfanne. Größten Dank. Nein, ist tragisch. Oh, sehr tragisch, sehr tragisch, ja. tragisch. Ja, ich wein. Aber wir singen. Also wir hoffen, also wir werden euch alle sehen nächsten Mal, den 2. März. Gehen wir rein. Und freilichen to be schwat zu alle. Und Shalom Aleichem. Dank.